Also, hier sehen wir das von CNC angekommene Paket. Es ist noch nie verpackt worden, also noch nie geöffnet worden, wie man hier sieht. Wir haben noch nichts angeschaut. Ihr seid live dabei, wie wir es zum ersten Mal öffnen. Okay, ich mache da mal einen galanten Schnitt. Hier mache ich auch einen galanten Schnitt. Und schauen wir mal, ob es sich öffnen lässt. Nein, dann muss ich doch noch hier in der Tat ein bisschen durchfahren. Natürlich. Also die Leute haben sich wirklich Mühe bei der Verpackung gegeben. Das gefällt mir auf jeden Fall. Was haben wir hier? Wir haben hier ein bisschen Styropor-Verpackungsschutz, dass nichts kaputt wird. Das ist kaputt gegangen, aber gut, dass nichts anderes kaputt gegangen ist, sagen wir es mal so. Fangen wir mal an mit dieser kleinen Schachtel. Mit ihrem Logo drauf. Hier sehen wir das LCD-Display. Das LCD-Display, aber ich glaube, es ist gescheiter, wenn wir das am Boden stellen und einfach alles einzeln auf den Tisch stellen, wenn wir es wirklich brauchen. So. Gut, also nochmal zu dieser Schachtel. Sie hat, wie wir schon vorher gesehen haben, das Logo oben. Das wird die Haltung für den LCD-Display sein. Einige Acrylparts, die mit Folie überdeckt sind, die wir dann später entfuseln müssen. Sticker. Aber jetzt nichts so Gravierendes. Ja, lassen wir es gleich hier so Werbung machen stehen. Einmal das Netzteil mit einem sehr schönen Trageköfferchen. Und natürlich wieder mal ein hinterlistiger Verschluss. Das Trageköfferchen entpuppt sich als Plastikschlaufe. Wir sehen hier ein amerikanisches Netzteil und einen Schalter, wo drauf steht 115. Ich nehme mal an, da ist 230. Damit haben wir auch einen Stecker. So viel zum Netzteil. Schauen wir uns mal an, es ist schlicht gehalten, ein paar Warnhinweise und welche Spannungsschienen wir dort vorfinden. 450 Watt. Schon einiges an Leistung, ein netter Grill. Freut uns. Was haben wir hier? Eine Inventurliste, das ist auch sehr wichtig, die werden wir dann später ausfüllen. Aber jetzt interessieren wir uns voll und ganz mal nur für dieses Kistchen, weil ich nehme an, dass dort die ganzen anderen Teile sein werden. Ich weiß es natürlich nicht, weil ich habe noch nicht reingeschaut. Lele. Oh, was ist das? Das wird das geheizte Bett sein. Da haben wir einige Schrauben dabei, das Logo, ein paar Warnhinweise, eine LED, um zu sehen, ob sie an ist. Interessant. Des Weiteren befindet sich hier die Glasplatte des Heated Beds, die wir uns mal kurz anschauen. Sehr schön. Also kann man nicht sagen, werde ich gleich wieder einpacken. Ich lege das mal vorsichtig hierher. Hier ist der Rambo Controller von ultimachine.com. Das ist ein Arduino-based Power Controller, aka das Herzstück. Wir sehen eindeutig, hier ist er in noch Schutzfolie, also Statikfolie eingepackt. Wir werden es jetzt nicht öffnen, hier sind Stecker und
Klimpverbindungen, sehr gut. An alles wurde gedacht, wir müssen uns nicht einmal besorgen. Gefällt mir sehr gut. Schauen wir, dass wir wieder verankern. Lassen wir da auch mal kurz wieder so stehen. Das Zeug kriegst du ja nie wieder zu. Wir brauchen es eh bald. Was haben wir hier? Das sind die hochqualitativen Motoren, also Schrittmotoren. Die haben ein ordentliches Gewicht. Gefallen mir sehr gut, sehr schön verarbeitet. Eine Spachtel, um die Sachen wieder hinunter zu bekommen. Eine SD-Karte und den LCD-Bildschirm. Mit einem Warnhinweis, dass man kein zu langes Kabel nehmen soll. Das werden die Arme sein, die relativ fragil ausschauen. Ich verstehe, warum man die aus Fiberglas als Erweiterung anbietet. Sobald die sich verabschieden, kommt Fiberglas in unser Material. Was sehen wir hier? Das ist der Easy Struder. Man sieht, das Filament wird so dann weitergefüttert. Das schaut aus wie so eine Snipe, so eine Raupe, wahrscheinlich damit sich die Motoren in irgendwas verkeilen. Aber das werden wir noch herausfinden. Kabelpakete, wichtig. Lüfter, zwei ganz kleine und ein etwas größerer, aber auch sehr dezent. Ich glaube, für den ganz kleinen werden wir mit dem ABS-Filament den PLA-Fan drucken. Das ist, damit es die andere Kamera auch mal sieht. Okay, cool. Ein Schalter, ein Potentiometer und eine Klemme. Das ist das Hot End, das wird eines der ersten Dinge sein, die wir machen. Das ist dazu da, dass wir das Filament hier dann hinausdrücken. Wir sehen, die 0,5 mm Nozzle ist eigentlich sehr klein. Also es gibt da 0,2 auch, aber für uns reicht das am Anfang auf jeden Fall. Das heißt, das haben wir auch, das ist unser Hot End. Das sind die Achsen und Gelenke. Noch nicht sehr spektakulär. Und das ist das Hardware Pack 2. Ich hoffe, wir finden ein Hardware Pack 1. Hardware Pack 3. Na dann hoffe ich, dass das Hardware Pack 1 ist. Es ist das Hardware Pack 1. Danke. Es schaut ganz gut aus, das war der Inhalt mit den Motordämpfern, die wir jetzt dort noch auf den Tisch stellen. Von dem Hauptpaket. Es ist doch einiges an Einzelteilen. Wir sind gespannt, was jetzt noch dazu kommt. Okay, ich sehe sofort, das sind die Schienen, auf denen sich die Motoren dann im Endeffekt bewegen werden. Sind sehr massiv, ich nehme mal an, dass das Aluminium sind. Das heißt, das Gerät wird doch ziemlich groß, wenn das einmal auf einem Carriage steht. Ich bin gespannt, welche Größe sich wirklich. Dann, das ist das PTFE Tubing, das habe ich gekauft, falls uns das beim Hotend nicht reicht. Weil, ich sage mal so, das findet man jetzt sicher nicht so leicht und es schadet nicht. Was fehlt uns noch hier? Das sind jetzt noch diese lasergekappelten Parts. Ich werde es jetzt nur kurz in die Kamera halten, denn das wird jetzt die nächste Aufgabe sein, die alle rauszulösen. Man sieht, sie sind wirklich schön durchgebrannt. Ein paar Sachen fehlen, aber ich glaube, die sind nicht relevant und gehören ausgeschnitten. Sehr gut. Damit war es das zum Unpacking. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns gleich, wenn wir ihn weiter zusammenbauen.